So, willkommen zurück zu GreedFall, dem Spiel, wo wir heute wahrscheinlich noch den Rest von The Vespe DLC sehen und dann noch den Rest der Quests, die normalen Quests weiterspielen, weil ich nehme an, das The Vespe DLC, was ja doch nicht relativ lange sich gezogen hat, wenn man zumindest alle Dialoge aushört und auch zwischendurch ein bisschen was dazu redet, geht ja relativ kurz. So, wir reden jetzt erstmal die Lady Morange, die sicherlich bereits vergiftet wurde, warum auch immer sie das zugelassen hat, dass das der Fall war. Wir gucken einfach mal. Liegt sie jetzt hier? Ach, sie liegt hier doof rum. Das war natürlich klar. Verabreiche das Gegengift. Oh, thank you. Thank you for saving me. I never imagined the Vespes would go so far. She tried to poison me. Don't mention it. The Doneigada of the Dunkas clan should also be thanked, my lady. They gave us the antidote. May they be blessed. I'll send them a present to thank them. But you should go straight to the palace. Aureliá de Vespe was headed there. I'm afraid she may try to take over by force. I'll go there right away. Get well soon, my lady. Wie denn? Mal von abgesehen, hier war gerade übrigens eine richtig schlechte Übersetzung dabei. Oder beziehungsweise war eigentlich Dingsbums, wo sie nicht das Fakt gecheckt haben, weil da hieß es, dass die Doneigada des Dunkas-Clan müsst ihr auch danken. Erstmal, das Dankes ist ein Mann. Und zwar eine Person. Und sein Clan heißt irgendwie anders, aber der Clan, um den es hier geht, sind die Barek Nordas, die uns das Zeug gegeben haben. Also da waren gleich mehrere Sachen falsch. Und sie meinte, sie hätte nie daran gedacht, dass es so weit gehen würde, dass sie versuchen würde, es vergiften. Sie hat es nicht versucht, sie hat ihn vergiftet. Ernsthaft? Aureliá de Vespe. On behalf of Governor Constantin d'Orsay, you are under arrest. Oh, really? Hardly surprising. Typical of the d'Orsay family's underhanded methods. On what grounds, might I ask? Firstly, for fraud and forgery. The wedding contract you gave us is fake. Your lies are as dismal as they are desperate. The contract bears the seals of both my father and your prince. Is he trying to back out? Or has his idiot son simply decided to disobey him? Neither. The d'Orsay seal upon this contract is forged, and I can prove it. Here. This is what was used to seal the contract. A cleverly made counterfeit we found in your camp. That seal proves nothing. You probably made it yourself to undermine me. That contract could not be more authentic. The same, however, cannot be said of your noble lineage. The second charge made against you is the attempted murder of Lady Morange. Are you also going to deny that your men attacked her? This is a very serious accusation. I assure you that I had no knowledge of any attack on the former governor. And if an attack did indeed take place, I am certainly not the one responsible. Is that so? Then why does this journal, written in your handwriting, say that you wish to rid your city of all d'Orsay sympathizers? And that you'd found the perfect poison to do the deed in the forest surrounding your camp? Thankfully for Lady Morange, the Doneigada living in the region gave us an antidote. A journal only conveys thoughts, not facts. Don't tell me you've never wished for someone's death without actually acting on those thoughts. And more to the point, who's to say that journal's genuine in the first place? Your so-called evidence, Mr. de Sade, is but lie after lie. Mr. de Sade? Lastly, you are accused of having sequestered and murdered the Naughts who brought you to this island. Another baseless accusation. I don't know how you could possibly prove my involvement. As it happens, we freed the survivors, and they are very willing to testify against you. For all the charges set against you, you are under arrest. The malachor upon you, de Sade. I greatly underestimated you. How wrong I was. I should have courted you and made you my ally. Together we would have been unstoppable. Very well. What are you going to do with me? You'll be imprisoned here while we wait for the Congregation Council's ruling. Go on. Lock her up. The de Vespes would have tried to impose themselves to the bitter end. It's fantastic that you gathered all this evidence. We won't have a ruling from the council for months. Years even. But I'm sure the de Vespes will pay a heavy price for Aurelia's folly, and the d'Orsay family will emerge greater than ever. Anyway, you should destroy the documents you found. Nobody else should ever get hold of them. You're right. I'm going to burn them all right now, just to be on the safe side. Goodbye, sir. Thank you for your help. I merely gave you guidance. That is my role. See you later. Ah ja. Oh, wir kriegen
diverse Dinge. Also wir kriegen einfach mal ihre komplette Ausrüstung dafür. Gut, dann war das Vespe-DLC. Schön. Also sie hat quasi immer irgendwas gesagt mit, na, dafür gibt es keine Beweise, vergiften, nein, davon weiß ich nichts. Und selbst wenn es passiert ist, davon habe ich noch nie was gehört. Und davon habe ich noch nie was gehört. Und davon habe ich noch nie was gefunden. Hört. Und immer so weiter und so fort. Das Ding ist halt, bei einem Tagebuch, naja, so ein Tagebuch enthält ja nur Gedanken, keine Beweise. Keine Taten. Habt ihr nicht auch schon? Also jedes Mal irgendwie so eine Ablenkung, die immer dünner wurden. Aber man muss, aha, der West-Food. Er ist leider immer noch schlechter als der Hut des Expeditionsanführers. Aber er ist immerhin sehr elegant. Steht auch dran, dass er elegant ist. So, nee, irgendwelche Ketten sind leider nicht bei rumgekommen. Nee, einen Umhang leider auch nicht. Niemand hat Umhänge für mich. Ach ja, von den Dingen haben wir jetzt auch mittlerweile sehr viele gefunden. Das ist nicht meiner. Meines das Ding, ja genau. Ich habe nämlich noch das Ding. Gepanzerte Westband. Ja, ein bisschen zu viel Rüschen für meinen Geschmack. Und vor allem sieht der Mantel noch komischer aus. Braucht halt Ausdauer 4. Also sie hat die Ausdauer 4, heißt es. Ne? Und der hat halt keine Skill-Dinger. Ansonsten ganz nett, aber... Ja. Elegante Westhandschuhe. Hat noch mehr Rüschen dran. Ja, nee. Kann man auch nicht leveln. Giftresistenz halt, ja. Das passt ja irgendwie, ne? Die Stiefel haben die auch Giftresistenz. Natürlich, haben alle ihre Klamotten haben Giftresistenz. Leider auch schlechter als meine Bischofsstiefel. Tja. Kommst nicht ran. Hat sie noch einen Ring für mich? Nee. Aber sie hat... Hat sie noch eine Waffe gehabt? Ach, hab hier von Alexander de West. Oh, guck mal, der hat hier sogar eine relativ coole Handwache. Ich weiß nicht, wie die Dinger richtig heißen. So, na gut, das war das anscheinend. Dann verbrennen wir jetzt Dokumente, um sicher zu gehen, dass uns niemand irgendwas nachweisen kann. Mal sehen, ob da noch ein dickes Ende kommt. Achso, ja, wie zu Fall gebracht hat sie denn die Zeugenaussage der Nauten? Aber eigentlich ihre Behauptungen vorher waren halt auch so mit, ich war's nicht, mir kann niemand was. Verbrennt die Dokumente. All that's left is to destroy the evidence that the Vesps collected about us. Aha. Die Akten wir den Gefährten behalten? Nein, die verbrennen wir ebenfalls. And with it, the web of lies cast upon my friends. Wir haben natürlich Kopien gemacht. Ah, jetzt kriegen wir nochmal Ruf von allen. Geplatzte Hochzeit. Oh. Tja, gut. Schön. Haben wir noch ein Endwort dazu? Greenblood, my friend. It was a close call for Lady Morange. Thank goodness we arrived in time. I have to say, I'm only half relieved that the Viper is behind bars. That kind of snake always finds a way to slither out of trouble. But it will certainly make your uncle's task easier. I just hope that cursed family never sets foot around here again. Anything else? Ah ja, also das erfreut sich darüber, dass sie denkt, dass sie immer irgendwie noch rausschlittern kann als Schlange, aber das macht auf jeden Fall Olle für Prinz de Orsay das alles ein bisschen einfacher. Desarde, I'm happy to see you. At last. I hope there aren't too many other families like that in your congregation. It would be painful to have to deal with such devious methods once again. Still, Aureliá de Vespe is under lock and key and everything is back in order. Anything else? Naja, also sie hofft, dass es nicht weitere Familien wie das gibt, die hier so viele Schwierigkeiten machen. Vasco? Glad to see you, my friend. Lady Morange had a very close call. That Aureliá would have stopped at nothing. She went as far as hurting my own. She will not make that mistake again. Now she's rotting away in jail. I hope your council will condemn her and her whole family of murderers. Did you want anything else? Tja. I must leave you. Also er als Naute findet, ist es da generell dagegen. Der hofft, dass sie im verrottet. Allerdings frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn sie einfach einen Unfall erleiden würde. I'm glad we made it in time to save Loreen. Lady Morange. She's a remarkable woman. Her talents would have been missed. And I'm pleased to see that you've managed to gather enough evidence to send our wicked schemer to jail. The de Vesps won't soon recover from an attempted murder and falsification charge at the council of the congregation. That should keep them at bay for quite some time. Ja, er meint, dass wir die gute Lady Morange retten konnten mit dem Gegengift. Vor allen Dingen hieß es kurze Zeit nach der Einnahme. Die lag da wahrscheinlich schon eine Stunde rum oder so. Take care, my child. Ja. Ich
vermisse irgendwie Spiele, die diese Zeit mit sich aufnehmen, die du für die Recherche brauchst. Also das heißt, dass wir halt, dass quasi die Verschwörung immer schon weiter gewesen sind, wenn wir mehr Zeit gebunden uns hätten, um Beweise zu sammeln. Und dass es auch einfach sowas wie zu viele Beweise gibt, so für so Komplettisten wie mich, dass es schwieriger wird dann. Was ich auch noch zu sagen? I'm glad we managed to save Lady Morange. Considering she's a Renaigse, she's rather wise, and at least she does not despise us. But I can't understand why you decided to simply lock this Aureliá up. She should have been sentenced to death for having betrayed her people. But your politics on the continent are very complicated. Anything else? Naja, also sie meint auch, dass sie das nicht versteht, warum wir sie nicht umgebracht haben. Und das ist ganz. Und sie findet, dass das Laurin ja immer noch ein bisschen besser ist als. Ach na, was gewaschen war? Als die restlichen Dingens und dass sie das deswegen ganz gut findet, dass wir sie gerettet haben. So, Judy, dann gucken wir nochmal kurz im Knast, aber eigentlich ist die Vespe-Quest ja eigentlich durch und dann können wir Konstantin suchen. Aber interessant, dass die Quest halt wirklich jetzt losgeht, ob sie den Synchronsprecher von Konstantin nicht gefunden haben. Oder warum das daran irgendwie so hängt, dass das halt nicht. Hier ging es runter, ne? Dass du das erste bis zu diesem Quest-Fortschritt kommen musst, bevor du mit ihr reden kannst. Oh, ich bin schwer enttäuscht, die ist nicht hier. Das ist die einzige Zelle, die wir hier unten haben. Naja, gut. Das war ja irgendwie zu erwarten, ne? Judy, dann. Sieht irgendwie voll so aus, als hätte ich irgendwie so immer voll lange Haare, weil der Kragen von dieser Rüstung so lang ist, den ich hier trage. Dann kriege ich ja nicht meinen nächsten Skillpunkt, dass ich Beweglichkeit leveln kann. Was will ich leveln? Ach ja, genau. Ich will Ausdauer 2 leveln. Was brauche ich dafür? Nächster Skillpunkt Level 34. Oh, das ist sehr bald. Dann kann ich nämlich endlich die Rüstung, die ich aus dem DLC gerade habe, tragen. So, dann haben wir jetzt noch 20 Minuten Zeit, Hauptquest zu spielen. Dann machen wir das nochmal. Beziehungsweise, warte mal, ich rede, glaube ich, eher mal lieber mit den anderen, oder? Ich mache die andere Quest weiter, hier mit den Spuren des Hochkönigs, weil ich glaube, Konstantin zu finden, beendet ja anscheinend das Spiel. Schlussfolge ich jetzt einfach daraus. Dann reden wir erstmal mit den Clananführern im Dorf Vigigedor. Ein Ort, an dem wir öfter rumhängen. Machen das so, dann fällt gerade ein, ich sollte eigentlich mal kurz speichern, weil ich hatte die letzte Episode in diesen Zwischendings hier aufgehört. Da kann man nicht speichern. Das wäre ja ärgerlich, wenn jetzt irgendwie Inhalt verloren gehen würde. So, wir müssen mit unserem besten Kumpel an sich, sollte ihr das nicht mehr als viel rauskommen, wir haben ja die ganzen Leute alle schon belangt und ihren Unterlingen geholfen und alles. Da kann uns eigentlich auch nichts mehr schicken. So, hallo Dankes. Da ist nämlich Dankes. Ah, Onal Manawi. I heard you met Vad and some other members of my clan in the area around Edagal Credal. Anyone who treads that sacred land runs the risk of unleashing N on Milfrictiman's wrath. You'd better steer clear of the area. Yes. Your Donegada warned us. When you see Vad, give him my thanks. If it weren't for him, one of my friends would probably be dead. Poisoned. That is the task of the Donegada. Helping others when they are in need. I'm glad he could help. Ah ja, also er meint, er hat gehört, dass ich da in diesem Land des rollenden Blutes war und er meint, ich soll doch mal fernbleiben. Und wir können ihm noch danken, dass es war also doch einer von seinen Leuten. Also es ist eine Untergruppe der Neger. Ich dachte, es wäre ein eigener Stamm. Naja, whatever, aber es ist trotzdem nicht der Clan Dankes. Dass wir unser Dank austeilen wollen. Na gut, jetzt können wir noch nach der Hochkönig-Geschichte fragen. I seek Vinbar, your High King. I was told you were among the last to have seen him. I do not know if that is true. Others most certainly crossed this path after me. But since you have helped our island, it is only right that I help you in return. The last time I saw him, we were in Dorhat Genedu. He wanted us to help him decide what we should do about you. You, the Renaigse. Dedra and Bladnid wanted us to spill blood and chase you from our lands. Ulan's words were all honey, as is his talent, and wanted us to welcome you with open arms. I attempted, as is my wont, to follow the path of wisdom, that which winds between the others.
Finbar was not convinced by any of us. He decided to turn to a far greater source of wisdom. He left us to go to the sanctuary to see Enonmil Frictimen. Would he still be there? I do not think so. The Great Mind must have guided his footsteps in a direction beyond our understanding. But he would not have abandoned his people without first seeing his own one last time. You should go to Wenshavar. Maybe there they would know where you could find him. Thank you, Dunkas. Habe ich jetzt gleich den richtigen gefragt? Nein, so ein Elend. Arr, ich habe gleich den richtigen gefragt. Also, was er meinte ist, lade ich das nochmal und frage nochmal die anderen davor? Ich frage nochmal die anderen. Also, um das zusammenzufassen, was er erzählt hat, also, er meint, erstmal ist er mit so einer technischen Geschichte um die Ecke gekommen mit, ne, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich der Letzte war, der ihn gesehen hat, weil er ist auf seinen Reisen bestimmt noch vielen anderen Leuten begegnet. Das weiß man ja nie, wie er noch alles getroffen hat. Und manchmal waren wir dann, aber wir waren gemeinsam bei dieser einen großen Kran-Dingsbums und Daedra und Bloodneed waren heute auf jeden Fall dafür, Krieg anzufangen. Und Olle Uldas war halt wie immer der Diplomat, der er ist, und ging hin und her. Und auf jeden Fall hat er sich am Ende entschieden, eine größere Wahrheit zu holen, sich bei Onmil Frichtenem mal einen Ratschlag abzuholen. Aber auf der Nachfrage, ob er da jetzt immer noch abhängt, hat er gesagt, nee, eher unwahrscheinlich, der hat sich auf jeden Fall vorher verabschiedet, wenn es das gewesen wäre. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Ich soll mal lieber woanders gucken und so. Jetzt fragen wir mal Daedra. What do you seek? Was ist mein Begehr, Hochkönig? I am in need of your help, Daedra. You have done great deeds for the Senja Dananedas. I have not forgotten, so speak. I am listening. I seek Vinbar, your High King. I know you are among those who last saw him. Do you know where he can be found? The last time that I saw him, we were united in council at Dorhad Genedu. We needed to decide what to do about you, the Renaigse, and we could not come to an agreement. Ulan spoke about all we could supposedly learn from you and obtain from you. Dunkas spoke of maintaining a balance so nothing would change, and of course Bloodneed and I spoke of battle. Vinbar remained unconvinced. He did not like you, but he feared the fighting would scar our island. He decided to go to the heart of the Isle, in order to hear the counsel of Enolmil Frictimen. He told us that this retreat from the world would take time, and I have not seen him since. He is still there? No. That was a very long time ago. Speak to those close to him, in Wenshavar, in his village. Wherever he has chosen to disappear, he would have gone there first. Thank you, Daedra. Ah ja, okay, also das führt mich immer zum gleichen Dings, also wenn ich das mache, das ist natürlich auch interessant. Also kann ich tatsächlich nur eine Variante machen. Ich dachte, es gibt vielleicht für verschiedene Möglichkeiten. Aber wo sie ein bisschen andere Worte benutzt. Also sie hat erstmal das gleiche gesagt, dass halt Dankas die Mitte wählen wollte. Aber sie hat zum Beispiel Mitte des Ulas, meinte er, man könnte noch so viel lernen von den Ulan, dass man noch so viel lernen könnte von den Renaigse. Und sie hat selber ihre aggressive Art mehr oder weniger quasi verteidigt und gesagt, ich habe natürlich von Gewalt gesprochen. Ich frage mich halt, ob die Clananführer nicht mit dir reden würden, wenn du nicht, jetzt muss ich so weit rennen, nicht mit dir reden würden, wenn du keine Punkte bei denen hättest. Aber da hätte ich nicht direkt zum Dorf reisen können. Da vorne ist doch auch ein Weg schon, oder? Weg Namri. Obwohl Ulan ne, klar hätte ich genau hierher reisen können. Obwohl Ulan, der alte Verräter, ja wirklich nicht so der Vertrauensträger ist. Also wir erinnern uns, der hat uns bereits in der Vergangenheit mehrfach hintergangen. Also vor allen Dingen die anderen Typen, den wir da noch retten mussten. Weil ihnen halt sein Handel echt wichtig ist. Er ist ein bisschen stereotypisch, der gute Mann hier. Ja, also das Hochkönig. I'm in need of your help, Ulan. I'm looking for your High King Vinbar. I was told that you were one of the last people to see him. I wouldn't know where you could find him. He disappeared moons ago, but you are our ally, our friend. I will tell you about the last time I met with him. We had met in the council at Dorhad Genedu to decide what to do about the Renaigse, but we were unable to come to an understanding. Some of us are full of violence and refuse to see what we gain by befriending your kind. Daedra and the poor Bloodneed were among them, alas, and only speak about the massacres.
I defended you, of course, and attempted to make them hear reason, with some help from the cautious Dunkas. But our disagreement angered Vimbar. He decided to leave us and to seek counsel elsewhere. He wanted to go to the heart of the island to consult with En on Nilfrediman. Do you think he might have stayed there? I doubt it. It was too long ago. You should travel to Wenshavar, his village. Even if he decided to stay away from his people, he would not have abandoned his closest friends. Thank you, Ulan. Anything else? Ah ja, das ist interessant. Nothing. Also, I must go. das Ding ist, dass er das sagt, dass es aggressiv ist. Also ich nehme dann doch die Dankers-Variante, weil das ist mir, glaube ich, am liebsten von den Leuten, die man befragen kann. Also er hat quasi gesagt, dass es aggressive Stimmen gibt, die nur von ihren Massakern geredet haben. Also meint da Dädra und Blabnid. Und hat dann quasi, der hat natürlich für Frieden argumentiert. Und am Ende war Winbar erzürnt ob der Antworten. Was ja irgendwie nicht, während Dädra gesagt hat, ja, das war eigentlich jetzt nicht so schlimm. Der meint nur, der war unüberzeugt. Und Dankers hat ja auch mehr unüberzeugt gesagt, nicht erzürnt. Und die haben mal leicht anderes Wording drin gehabt, das halt jeweils ihre eigenen Persönlichkeiten beigebracht hat. So, gut, dann gehen wir jetzt zum Dorf Wenshavar, den engsten Freund des Hochkönigs, um mal zu gucken, ob da vielleicht jemand Bescheid weiß. Sie hätten diesen Ort irgendwie echt mal ein paar Variationen hinzufügen können, oder? Zwischen diesen Zwischenregionen. Hier war ich noch gar nicht. Ich war hier noch nicht. Habe ich hier eine Quest? Füchse? Ist okay, dass ich diese gestohlene Frachtquest auch nicht machen konnte, ne? Ach nee, das ist der Weltrad, die roten Wälder, oh. Beseitigt die Diebe? Das ist das Diebesgute, die habe ich ja auch nie gesehen, die Diebe. Also keine Ahnung, wie ich diese Nebenquest machen soll. Wäre auch interessant, wenn das DLC noch gar nicht vorbei ist, weil ich die Dingens nicht vertrieben habe, die Leute, weil ich nicht weiß, wie es geht. Warte mal, können wir hier noch... Oh, hier sind ja Bären. Die halten jetzt ja mehr aus, ne? Macht das eigentlich doppelt so viel Schaden? Also man macht bei den Schlag dann doppelt so viel Schaden, wenn ich die Leute vorher stunne? Weil dann würde es sich voll lohnen, für mich die erste Stun danach zu schießen. Ich habe ja gehofft, dass ich noch ein paar von diesen Dokumenten finde, die mir irgendwie noch fehlen. Ich müsste an das eine eigentlich rankommen, weil es gab doch noch einen Skill-Check. Gleich in einer der ersten Regionen. Da beim Dorf, wo ich gerade war. So, hier ist eine Höhle. Oh. Gut, das war erstaunlich einfach, an diesen Fähigkeitspunkt heranzukommen. Mit einer lustigen Axt. Was haben wir hier noch? Da oben ist eine Tür. Reisen. Ja, nee. Ich möchte nicht reisen. Ich will mich da umsehen. Oh, noch mehr Gegner. So, warte mal jetzt hier. Das macht nicht doppelt so viel Schaden. Das sind ganz schön viele, ne? Guck mal, fast wie früher. Aber die halten ja schon für aus, die vielen. Die sind relativ lästig, weil sie, glaube ich... Mittlerweile ist jetzt noch eine Mana-Regeneration so gut, dass das alles gar kein Problem mehr darstellt. Ja. Ich brauche nichts. Man kann erstaunlich schnell die Dialoge alle überspringen. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass das doch relativ fix eigentlich geht. So, hier unten ist wahrscheinlich noch ein Lager. Ich müsste wahrscheinlich noch in irgendwelchen Regionen noch Lager aufschlagen. Aber ich glaube, das wird am Ende auch nicht passieren. Bin ich zu tranig für. Ah ja, da unten ist das Dorf, wo ich Fragen stellen soll. Bei den Leuten hier habe ich noch gar nicht geholfen, weil ich hier noch nie war, ne? Wenshavar. Die da für einen fiesen Zweihänder. Oder er. Ne, ist es eine sie? Ich glaube, es ist eine sie. Die hat auf jeden Fall einen fiesen Zweihänder auf dem Rücken. Also richtig gemein aus. Huh.
Ja, der hat nämlich Feuerschwerter auf der Tasche. Ja, richtig viele Leute. Ja, guten Tag. Du kennst mich zwar nicht, aber ich suche deinen König. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a Renaigse. I have never met one with the bond. Might I do something for you? Also, das ist sehr schön. Er hat mich erstmal auf Eingeborenisch angesprochen, super Sprachname, und war jetzt ein bisschen verwirrt, jemanden zu treffen, der mit der Verbindung zum Land. Und also die Klamotten fand er nicht auffällig. Und ja, hat mich halt gefragt, und ich habe jetzt natürlich seine Sprache nicht schwer. Aber er spricht natürlich meine Sprache, ne? Mittlerweile hätten wir echt mal Eingeborenisch gelernt des Dorfes. What can you tell me about your village? Wenshavar means the water of the peaks in our language. The sky is our roof. The mountain our cradle, and the birds our companions. They offer us their feathers, that we weave with wool to make clothing that is appreciated by the Donegada. And also, of course, it is the village that has given birth to the one chosen for our Hoi King for many cycles. Anything else? Also, ja, da war so der Gipfel, hier kommt Federn her und es ist der Schoß von vielen Hochkönigen. Cool. Hochkönig? What can you tell me about the High King? You must know him well. He is a great Donegad. Wise, just, and through him, the Enon Milfrictimen makes their voice be known. But he has been gone for several moons. What the mountain gives us, sometimes it takes away. And I, for one, believe that the mountain has taken him back. Anything else? Ah ja, also er ist ein großer Priester und Schamane. Und aber er ist schon seit einigen Monaten verschollen und der glaubt, dass der Berg ihn einfach wieder zu sich geholt hat und deswegen nicht mehr da ist. Zerra? Tell me about Sarah. She is a ferocious warrior. And like I told you, she is the Menundanem, the companion of the Hoi King. They gave themselves one to the other many cycles ago. And their bond is very strong. Perhaps that is why she has left. Because she no longer could bear his absence. Anything else? Nach Zerra haben wir noch gar nicht wussten wir noch gar nichts von, aber anscheinend hat unser guter Hochkönig eine Gefährtin, die einen sehr starken Bund zueinander haben und der ist schon ziemlich alt und dessen ist sie jetzt auch weg, weil sie kann es anscheinend nicht mehr haben, dass unser guter Vinbar einfach nicht da ist. Und Leute fahren den Hochkönig nachstehen. I'm looking to find Vinbar, the High King of Tirfredi, and I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island, but I was hoping someone here might know where he's hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her in several days. Anything else? Ich hätte also erst die Frage stellen sollen. Ah ja. Also ich habe noch jemanden gefragt, der sich gut auskennt mit den Eingeborenen. Quatsch, mit dem König. Und er meinte, ich soll Zerra fragen, die Gefährtin. Und dann habe ich gefragt, wo ist die? Und seine Antwort war, ja, keine Ahnung, die ist schon seit ein paar Tagen weg. Geil. Das hilft einen richtig dolle weiter, ne? Na gut, jo, grüß dich. Aber schön hier eigentlich, ne? Naja gut, dann werden wir mal noch alle Zerra fragen müssen, aber erstmal, ich dachte, da hinten ist ein Lager, was ich aufschlagen kann. Erstmal muss ich noch mal irgendjemanden anladen und rausfinden, wo Zerra eigentlich hin ist, aber eigentlich ein ganz schönes Dörfchen hier, ne? Na gut, mehr dazu beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, GreedFall, macht's gut, bis dahin. Ciao.